Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten und heute wieder eine frisch gepresste Sendung für euch. Themen, die ich frisch gepresst habe. SAS plant neue Langstreckenflotte. Die haben einen Neustart nach der Krise. Dann haben wir Fisher Air. Who the fuck is Fisher Air? Das fragen sich viele, die die Flüge gekauft haben, aber die Fluggesellschaft gibt es gar nicht. Kassel-Calden in Erklärungsnot nenne ich es jetzt einfach mal. Boeing 787, da gibt es eine Waschbeckenumrüstung. Da seht ihr mal, wie Aviation doch durchaus auf Details achtet und achten muss. Und British Airways informiert jetzt über fehlendes WLAN. Heißt also, WLAN ist jetzt im Prinzip so eingebunden, dass man es meldet, wenn es nicht da ist, was ich gut finde. British Airways macht etwas anders, nämlich keinen Streik, nämlich Lufthansa streikt. Was war das überhaupt für ein Streik? Einige Leute waren davon ja positiv überrascht, einige weniger positiv überrascht, was die Auswirkungen und der Umgang der Lufthansa war. Und da können wir uns nochmal das Ganze genauer angucken. Und es gibt noch ein Statusmatch für Marriott Bonvoy-Mitglieder zu Herz. Wer einen Mietwagenstatus haben möchte, kann das machen, wenn er bei Marriott einen Status hat. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und auf zu School zu kommen und dort die Themen zu besprechen. Ja, was war passiert? Ich nehme mal die Kamera ein bisschen näher ran. Gucken wir mal, ja, jetzt haben wir es näher so, da bin ich auch größer. SAS durchlief ja die Covid-Krise und auch Luftraumsperrungen durch den Ukraine-Krieg und dann natürlich auch ein Chapter 11 Insolvenzverfahren. Arco van der Werf, der CEO von SAS, saniert die SAS erfolgreich, muss ich ehrlicherweise sagen. Zumindest hört man da relativ wenig Probleme. Und man hat ja auch eine strategische Neuausrichtung nach dem Einstieg von Air France KLM. Und das ist halt wahrscheinlich das ganze Geheimnis. Die Flottenstrategie, man hat ja bereits 55 Embraer bestellt, nachdem man ja Sachen ausgegliedert hatte an zum Beispiel an die estnische ehemalige X-Fly, die ja wegen SAS pleite gegangen ist, weil sie nämlich ihren Auftrag nicht verlängert haben, obwohl sie eigentlich gute Arbeit geleistet haben. Dann zwei weitere 350-900er in 2026 bestellt. Man hat allerdings schon 5 350-900er im Einsatz. Man hat 8 A330-900er und dann neue Langstreckenjets, die man haben will. Man prüft die 777X, man prüft die 787, aber natürlich auch die 350 und die 330 Neo logischerweise. Man möchte 70% mehr Sitzplätze Kopenhagen-Boston haben, 50% mehr nach Seoul und 40% nach Tokio-Haneda. Und die Auftragsgröße werde sich in einem interessanten Bereich für die Hersteller bewegen. Und das sagte nicht irgendwer, sondern Anko von der Werf, der CEO. Ja, SAS positioniert sich auch als Langstreckenfeeder für die Air France KLM. Kopenhagen wird strategisch gestärkt, weil Kopenhagen ja, also die dänische Regierung ja immer noch an SAS beteiligt ist. Die anderen sind ja raus, Norwegen ist raus, Schweden ist raus. Und Flottenentscheidung wird natürlich stark von der Triebwerksperformance entschieden und Lieferzeiten abhängig sein. Klar, 777X wäre ein klares Signal für das Wachstum, aber die 787 wäre vielleicht eine strategische Entscheidung, muss man halt gucken. Glaubt ihr, dass SAS weiterhin eine eigenständige Marke bleibt oder in der Air France KLM aufgeht oder beziehungsweise im Prinzip so da stehen wird wie die Austrian oder die Swiss bei der Lufthansa Group, dass man eigentlich von den Freunden aus Amsterdam und Paris gelenkt wird und SAS immer weniger an Bedeutung verliert? Eine Fluggesellschaft, die es mal gab, aber nicht mehr gibt, ist Fisher Air. 210 Flüge sind geplant. Keiner ist irgendwie buchbar, aber doch buchbar. Und zwar die Sachlage, es gibt 210 von 309 geplanten Flügen. Kein einziger Flug ist gestartet. Tickets wurden nur gegen Vorkasse verkauft. Und die Verbraucherzentrale sagt, die Buchungsseite ist unseriös. Und damit kann man einfach nur sagen, da würde ich die Tickets auch nicht kaufen. Aber der Flughafen sieht sich halt nicht verantwortlich, denn Lars Ernst, der Flughafenchef vom Flughafen Kassel, sagt, der Kassel Airport ist weder Airline noch Reiseveranstalter. Und
Der hohe Anteil am Flugplan war halt einfach ohne operativen Nachweis. Man hat Bilder von Flugzeugen benutzt von einer Fischer Air, die es mal gab. Dann gab es keine Transparenz zur ausführenden Airline. Die Kunden warten logischerweise immer noch auf Geld, logischerweise. Und es ist ein klassisches Risikovorkasse ohne Absicherung. Und wenn man das richtig gelesen hat, also ich zumindest, dann ist der Besitzer irgendwo auf irgendeiner Insel Gran Canaria, irgendwas in der Richtung, habe es nicht mehr ganz im Kopf, und lebt da anscheinend gut und postet das auch schön brav, glaube ich, auf Insta oder Facebook. Ja, sollten Flughäfen Airlines nur listen dürfen, wenn AOC und gesicherte Slots nachweislich vorliegen. Also seht ihr da den Flughafen Kassel in der Haftung, weil die für diese Flüge dort Werbung gemacht haben? Oder zeigt es einfach, wie verzweifelt die Flughäfen sind, dass sie irgendwelche Fluggesellschaften bekommen und die einfach gar nicht mehr hinschauen und sagen, naja gut, dann, wenn das so ein bisschen klappen kann, ist das schon gut genug. Was nicht in der Aviation geht, ist, wenn das irgendwie klappen kann, ist gut genug, sondern da muss es absolute Sicherheit geben. Und deshalb gibt es bei der 787 ein Thema mit den Waschbecken. Die undichten Dichtungen im Armaturensteuergerät. Und damit gelangt Wasser in die Elektronikfächer. Und Risiko ist natürlich Risiko für Flug- und Landesicherheit. Das heißt also, das kann zu Problemen in der Elektronik führen und das darf nicht sein. Wird dieser unsichere Zustand nicht behoben, könnte das zum Verlust der Flug- und Landesicherheit führen, sagt die FAA. Was natürlich komplett Banane ist, ist komplett egal wann, Start, Landung, whatever, es ist halt ein Sicherheitsthema. Austausch des Armaturensteuergeräts, Dichtigkeitsprüfung ist verpflichtend und es muss einen Einbau von Moisture Management Device geben, also von Luftfeuchtigkeitsgeräten. 155 Flugzeuge sind allein in den USA betroffen. Pro Jet liegen die Kosten irgendwo bei 6.000 bis 14.000 $. Ja, ist das für euch ein Qualitätsmangel oder ist das ein normaler Entwicklungsprozess? Weil der Flieger ist ja über viele, viele Jahre schon im Einsatz. Ich persönlich finde das gar nicht so problematisch. Wenn Dinge passieren, muss man sie halt einfach abstellen. Dass man bei so komplexen Systemen nicht alles am Anfang findet, ist ja logisch. Aber da könnte ich auch gerne eure Meinung zu sagen. British Airways informiert uns jetzt über fehlendes WLAN und das ist ein Service, den ich wichtig finde. Denn 6 Stunden vor Abflug Hinweis bei fehlendem WLAN, zwar nur für die Langstrecke, und es ist auch kein Umbuchungsgrund, also man kann nicht kostenlos umbuchen, weil WE ist. US-Airlines machen das seit Jahren. Ich habe das bei Lufthansa nie gesehen, bei Finnair habe ich es nie gesehen, Emirates habe ich es nie gesehen, wobei da hatte ich auch wenig Probleme mit Internet, weil die alle Internet hatten. Aber BA reagiert jetzt verspätet. Starlink ist ja geplant ab 2026, aber es gibt da halt nicht so einen ganz klaren Rollout-Plan. Und Internet ist halt kein Luxusprodukt. Für mich ist Internet Produktivität, für mich ist Internet, dass ich arbeiten kann. Ich habe zum Beispiel auf dem Flug von Los Angeles, oder was, Dallas, nach Helsinki war Internet nicht da. Warum? Weil eine Antenne nicht funktionierte oder die Antenne nicht funktionierte. Und meine Produktivität war komplett eingeschränkt, weil ich hatte eigentlich geplant, eure Fragen zu beantworten, mit euch zu kommunizieren, mit euch zu sprechen, mit euch im Dialog zu bleiben, aber auch andere Dinge noch abzuarbeiten. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, das kann man so ehrlicherweise nicht mehr als Luxusthema sehen. Deshalb finde ich es wichtig, dass das Internet da ist. Ob es ein Umbuchungsgrund ist, ja, weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Aber die Information vorab wäre schon mal geil, weil dann hätte ich nämlich anders strukturiert. Zum Beispiel hätte ich dann Videos fertig gemacht, wobei das hatte ich zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe es auch oft, dass ich Videos einfach nur hochlade, aber dann Text und Beschriftung, die halt im Flugzeug noch gerade so gehen, dass ich das mache. Wenn Starlink ist, wird es vielleicht anders. Da kann ich ja Videos auch direkt hochladen. Aber Starlink ist leider die Ausnahme. Also insofern könnt ihr die Frage beantworten. Sollte funktionierendes Wi-Fi auf der Langstrecke inzwischen ein garantierter Bestandteil des Tickets sein. Geht ja auch darum, wenn andere Flugzeuge fliegen. Das heißt also, wenn zum Beispiel Lufthansa nicht fliegt und irgendjemand anders fliegt für die, wobei Air Baltic hat, glaube ich, jetzt Internet auf einigen Fliegern. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich hatte wieder einige Gespräche, auch heute davon hatte ich wieder interessante Gespräche, und zwar ging das nicht nur um amerikanische Kreditkarten, sondern auch um das Thema Lufthansa und Lufthansa-Streik. 800 Flüge wurden gestrichen, 100.000 Leute waren betroffen, Passagiere, Millionen Schäden. Die Töchter waren natürlich nicht betroffen. Man hat auch auf verstärktes Wetlease von Air Baltic zurückgegriffen. Und man muss jetzt klar sagen,
Einige sind dann umgebucht worden, zum Beispiel auf Discover. Discover ist dann geflogen. Einige sagen, Discover wäre geil gewesen, andere sagen, Discover war nicht super geil. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr Discover findet. Aber das Kurzstreckenmodell, da kann man jetzt stehen, wie man so will. Das ist halt leider so, dass die Zeichen der Zeit leider auf Kostenersparnis sind und auf dort zu gucken, dass man schaut, dass man die Kosten reduziert. Und der Streik ist natürlich auch eine Art Beweis dafür, dass der Konzern vielleicht nicht ganz so falsch liegt. Und die Forderung der Altersvorsorge mit 228 Millionen Euro pro Jahr bei den Piloten, da sind wir in Bereichen, die Normalsterbliche gar nicht nachvollziehen können, und das sind Luxusprobleme. Also das ist etwas, wo man sagt, Freunde der gepflegten Gastfreundschaft, ihr redet über Geld, das viele Leute gar nicht zur Verfügung haben. Heißt also, dass man da über ein Luxusproblem spricht, was halt am Ende des Tages nicht wirklich auch für das Verständnis der Passagiere, für die Piloten hilft. Deshalb könnt ihr auch einmal die Frage des Tages beantworten. Ist es ein legitimer Druckaufbau oder eher ein klassisches Ich schieße mir selber ins Knie Moment? Denn die Piloten, ja, ich verstehe das ist alles unfair. Jemand hat jemanden beschissen oder gefühlt sich beschissen oder hat beschissen, egal wie, ich kann das nicht beurteilen. Aber wir reden da über Regionen, das ist im Prinzip so, als ob jemand, der einen Bugatti fährt, oder machen wir es nicht ganz so extrem, sagen wir einfach eine Mercedes S-Klasse fährt und sich darüber beschwert, über Themen, wo andere Leute die S-Klasse nie haben werden. Also das ist schwierig, sowas. Da könnt ihr auch mal gerne was zusagen. Ja, wer keinen Herzstatus hat, ist selber schuld. Das ist so ähnlich wie bei Hilton. Aber wer jetzt ein Statusmatch haben möchte, kann das easy von Marriott Bonvoy machen. Und zwar als Ambassador kommt man in den President's Circle, als Titanium 5-Star, als Platinum Fast Track. Ich selber im President's Circle, ich weiß gar nicht wie lange schon, über die Hon-Karte und auch über die Centurion-Karte mal gehabt. Und habe den, glaube ich, noch nie gesperrt, gelöscht worden oder sonst was für den Hon. Mehrwert ist halt, dass man den Counter auslassen kann, dass man direkt zur Karre gehen kann. Man bekommt Upgrades, der Zusatzfahrer ist kostenlos und man kommt dann irgendwie so bummelig 25-50% mehr Bonuspunkte, wobei die Bonuspunkte jetzt auch nicht wirklich den großen Wert ausmachen. Ist der Mietwagenstatus für euch auch wichtig oder sagt ihr, naja, nee, mir ist der Vielfliegerstatus oder Hotelstatus wichtiger? Ich danke euch für eure Zeit und dass ihr hier Frequent Traveler TV geschaut habt. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Und ihr könnt ja die Frage beantworten, ob die Piloten sich damit ins Knie geschossen haben oder eher nicht. Und was können wir noch machen? Sollte Wi-Fi Bestandteil des Ticketversprechens sein. Bis dann, ciao.